Hallo, ich freue mich, dass ihr wieder bei mir eingeschaltet habt. Ich bin Nicole von Nicoles Zuckerwerk. Ich zeige euch heute meinen allerliebsten Nachtisch. Da würde ich alles für stehen lassen, da kann ich noch so voll gefuttert sein. Aber wenn es leckeres Tiramisu gibt, ist in meinem Bauch immer dafür noch ein Plätzchen frei. Von daher wird es auch endlich Zeit, dass ich euch mein Rezept hier auf meinem Kanal zeige. Ich zeige es euch heute nicht in der klassischen Auflaufform-Variante. Natürlich könnt ihr mein Rezept auch klassisch in einer Auflaufform aufeinander schichten. Ich habe heute ein Kuppel-Tiramisu gemacht in dieser Schüssel. Diese ist von Ikea, die ist auch aktuell immer noch im Programm, hat einen Durchmesser von 20 cm, eine Höhe von 9 cm und das Rezept, so wie ich es euch heute zeige, in den Mengenangaben ist genau für diese Schüssel geeignet. Ich habe zum Schluss hier noch einen Mürbeteigboden oben drauf gegeben, sodass ich am nächsten Tag nämlich mein Tiramisu darauf stürzen kann. Wenn ihr das Tiramisu klassisch in einer Auflaufform macht, könnt ihr euch natürlich den Mürbeteigboden auf jeden Fall sparen. Mit dem Mürbeteigboden habe ich auch gestartet und dazu brauchen wir folgende Zutaten. 100 Gramm Mehl, 50 Gramm weiche Butter, 30 Gramm Zucker, ein Eigelb, ein Viertel Teelöffel Backpulver, eine Prise Salz und was ich ganz vergessen habe hier mit dazu zu stellen, sind 40 Gramm Marzipan, die ich fast in meinem Teig vergessen hatte, aber das seht ihr auch gleich. Ich gebe alle Zutaten in eine Rührschüssel und verknete sie mit den Händen. In der Regel kommt jetzt natürlich auch das gewürfelte Marzipan dazu, aber jetzt ist es mir aufgefallen, dass ich es vergessen hatte, deswegen gebe ich es im Nachhinein dazu, verknete alles nochmal miteinander, bis ich einen schönen gleichmäßigen Teig habe, den ich anschließend auf einem Backpapier ausrolle und damit er auch schön gleichmäßig dick wird, verwende ich rechts und links Ausrollstäbchen. Mit meinem 20 cm Backring steche ich den Teig nun aus, 20 cm deswegen, denn die Schüssel, in der ich das Tiramisu zubereite, hat nämlich auch einen Durchmesser von 20 cm. Das Äußere nehme ich weg, das könnt ihr entweder als kleine Plätzchen mitbacken, was ich gemacht habe, oder ihr könnt das natürlich auch einfrieren für einen anderen Teig. Im Backofen wird der Mürbeteig nun bei 150 Grad Umluft für etwa 10 bis 12 Minuten gebacken, so lange, bis er eine leicht goldgelbe Farbe bekommt. Wie ihr seht, den restlichen Mürbeteig, ich habe einfach kleine Plätzchen geformt und nachmittags mit meinem Mann aufgenascht. Für das Tiramisu benötigen wir natürlich Löffelbiskuit. Ich habe insgesamt 13 Stück verbraucht, aber das kann natürlich je nach Größe eurer Torte variieren. Außerdem benötigen wir 500 Gramm Mascarpone, 500 Milliliter Sahne, 100 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, 5 Teelöffel San-Apart, 150 Milliliter stark gekochten, aber abgekühlten Espresso, 3 Eigelbe und 3 Esslöffel Amaretto. Diesen könnt ihr natürlich auch weglassen, wenn ihr gar keinen Alkohol mögt. Ihr könnt ihn aber auch ersetzen durch zum Beispiel alkoholfreien Amaretto-Sirup. Zuallererst bereite ich mir noch die Schüssel vor. Diese besprühe ich mit etwas Backtrennspray und kleide sie mit Frischhaltefolie aus. Das Backtrennspray dient mir eigentlich nur dazu, dass die Frischhaltefolie kleben bleibt. Anschließend bereite ich die Creme zu und dazu gebe ich die Eigelbe mit etwa der Hälfte des Zuckers in eine Rührschüssel und lasse diese für mindestens 5 bis 8 Minuten hellcremig aufschlagen. In der Zwischenzeit schlage ich schon mal die Sahne mit dem San-Apart steif. Ich habe meine Eiermasse nun 5 Minuten aufschlagen lassen. Diese ist nun schön hellgelb und vor allem auch luftig. In eine weitere Schüssel gebe ich nun den Mascarpone, den restlichen Zucker sowie den Vanillezucker und rühre dies mit meinem Handmixer cremig. Anschließend hebe ich die aufgeschlagene Eiermasse unter und zum Schluss noch die Sahne.
Außerdem habe ich noch den Amaretto zu dem Espresso dazugegeben. Anschließend wird das Tiramisu in der Schüssel geschichtet und dazu gebe ich erst 4 Esslöffel von der Mascarpone-Creme hinein, anschließend die Löffelbiskuits obendrauf und tränke dieses mit der Espresso-Amaretto-Mischung. Nun wird das Ganze noch einmal wiederholt, also einmal Creme, einmal Löffelbiskuit, einmal tränken, anschließend kommt die restliche Creme und den nun mittlerweile ausgekühlten Mürbeteigboden. Anschließend packe ich mit der überstehenden Folie das Tiramisu ein, gebe es in den Kühlschrank, wo es mindestens 4 Stunden, am besten aber über Nacht, durchziehen sollte. Ich hatte mein Tiramisu über Nacht im Kühlschrank und am nächsten Tag dekoriere ich es mit 500 Milliliter Sahne, 5 Teelöffel San-Apart und 2 Esslöffel Kakaopulver. Auch hier wird die Sahne mit dem San-Apart steif geschlagen. Diese habe ich anschließend in einen Spritzbeutel mit einer großen Lochtülle hineingegeben. Das Tiramisu nehme ich nun aus dem Kühlschrank, stürze es auf einen Tortenretter, entferne die Schüssel sowie die Klarsichtfolie und dekoriere es mit der Sahne. Falls ihr nicht so eine große Lochtülle habt, ist gar kein Problem. Ihr könnt natürlich auch einfach nur einen Spritzbeutel nehmen, in den ihr ein großes Loch hineinschneidet. Zu guter Letzt siebe ich noch das Kakaopulver üppig auf die Sahne obendrauf. Vor dem Servieren sollte das Tiramisu noch mal mindestens 1 Stunde in den Kühlschrank. Das Rezept zum Nachlesen findet ihr auf meinem Blog www.nicoleszuckerwerk.de. Den Link dorthin findet ihr hier unter dem Video in der Infobox und natürlich auch jetzt hier oben in der Infocard. Ich freue mich, dass ihr heute bei mir eingeschaltet habt. Wenn ihr noch weitere Videos von mir sehen möchtet, dann schaut doch einfach mal hier oben vorbei. Da verlinke ich euch noch ein anderes Video von mir. Und hier unten auf dem Foto könnt ihr mich gerne abonnieren und dann verpasst ihr kein Video mehr. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche und dann sehen wir uns ja gleich in einem neuen Video. Macht's gut, tschüss!